Herzlich willkommen zu Dev Diary 11. Dieses Mal wieder aus Erfurt und erstmal ein riesen Dankeschön für die View- und Kommentarexplosion beim letzten Dev Diary. Das ist echt gigantisch, wie groß die Klickzahlen da jetzt geworden sind und wie gut das offensichtlich ankommt, dass wir auch mal was vom Gameplay gezeigt haben. Und deshalb machen wir das jetzt einfach nochmal. Aber ja, Jill lacht schon. Aber vorher, bevor wir anfangen, noch ein paar kurze Sachen, die ihr sicherlich vielleicht schon mitbekommen habt in der Community, aber ich sage es auch jetzt nochmal im Video. Der Release des Fernbus-Simulators wird sich verschieben. Der 30. Juni, wie ursprünglich geplant, fällt weg und das Spiel kommt jetzt am 11. August 2016 raus. 11. August, das Datum ist fix, das wird auch nicht mehr verschoben und ich bitte euch einfach, oder wir bitten euch einfach da um Verständnis, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit. Wir wollen und werden kein unfertiges Spiel auf den Markt bringen und wir hoffen da einfach, dass ihr da zu uns hält und mit den nächsten Dev Diaries und Screenshots, die wir da noch in der Zwischenzeit veröffentlichen, zufrieden seid. Aber freut euch trotzdem auf das Spiel. Ihr seht jetzt gleich ja ein bisschen mehr In-Game und Gameplay. Das sieht schon ziemlich gut aus. Wer es verpasst hat, wir waren übrigens, oder ich war eigentlich im Radio bei Sim Live Radio. Ein Link ist in der Beschreibung. Guckt mal da rein, wenn ihr die Sendung verpasst habt. Wir haben da angekündigt, welcher Bus als erstes DLC für den Fernbus-Simulator rauskommt. Und zwar ist es der Neoplan Skyliner. Ein ganz toller Bus, die Doppeldecker-Variation der Neoplan-Reisebusse. Echt eine tolle Sache. Und wir zeigen zwar noch keine Bilder des Skyliners, da der noch sehr früh in der Entwicklung ist. Das werden wir dann beim nächsten Dev Diary machen. Aber falls euch mal interessiert, wie eigentlich so ein Bus entsteht, was für Schritte es gibt, bis so ein Bus fertig ist, da haben wir mal was vorbereitet. Guckt mal hier, wir haben jetzt ein paar Bilder, die wir jetzt einblenden und für diejenigen, für die das jetzt gleich zu schnell geht, im Forum, Link ist jetzt auch nochmal eingeblendet, haben wir auch nochmal alle Bilder drin und alles genau beschrieben. Aber schaut mal das Bild an, das jetzt zu sehen ist. Man fängt letztendlich an mit einer Box, die Extremmaße des Busses hat, also sowohl in Breite, in Länge als auch in der Höhe. Das heißt, der höchste, der längste, der breiteste Punkt ist in dieser Box festgelegt. Das findet man raus, indem man ein bisschen Recherche betreibt über diesen Bus, ein paar Fotos für den ersten Überblick anguckt im Internet, dann natürlich auch ein Live-Shooting macht, also sich den Bus selbst anguckt, eigene Fotos macht, was ich ja gemacht habe für den Lions Coach und jetzt eben auch für den Skyliner und sich auch technische Dokumente aus dem Internet oder eben von den Herstellern selbst holt. Das betrifft Blueprints, die sind ganz wichtig, als wie auch Handbücher und so weiter. Und nachdem man diese Box hat, haben wir jetzt das zweite Bild. Macht man gerne auch, zumindest macht es unser Grafiker Thomas, die Reifen, denn die sind einerseits schnell zu machen und andererseits geben die einen guten Überblick wegen der Positionierung, sowohl dann auch für die Achsen und so weiter. Und dann kommen wir mal zurück zur Box, da kann man dann anfangen, die Linien nachzuziehen, so langsam die Form zu erreichen, die man im Blueprint ja hat, und bis die erreicht ist, kann es natürlich ein bisschen dauern. Das ist vielleicht einer der intensivsten Schritte. Und dann kommen letztendlich immer mehr Details. Das heißt, mehr Rundungen, noch mehr Details. Hier jetzt in dem Bild sieht man jetzt schon von diesem Dachlüfter das Klimaanlagengerät fertig und auch Teile der Schnauze. Dann kleinere Details, die noch grundlegend in der Form verändert werden, also Griffe und so weiter. Dann Heck. Dann kommt das Logo des Herstellers, in diesem Fall jetzt MAN. Die ersten Lampen sind drin. Dann sind die Außendetails irgendwann grob fertig. Dann kommt natürlich noch innen. Hier sieht man jetzt in dem Bild erste Dummies für die Sitze. Und damit man auch irgendwann besser arbeiten kann, haben wir den Bus mal eingefärbt, also um die Teile besser unterscheiden zu können. Dann kommen die Sitze, die wurden dann besser ausmodelliert und man sieht hier auch jetzt, dass die Treppe zum Fahrgastraum besteht und dann wird einfach weiter das Interieur fertiggestellt, die Vorhänge kommen dazu, eben die Sitze werden noch weiter ausmodelliert, fertig platziert. Es sind ja alles einzelne Teile. Dann kommt auch die Toilette, die hintere Treppe, natürlich einfach noch mehr Details.
Sitzblenden, Türmechanik, Gepäckablage. Sieht man jetzt zwar schlecht in diesem Bild, aber sie ist halt da und voll ausmodelliert. Der Notfallhammer, ne, ganz wichtig. Und dann kommt langsam das Cockpit. Das ist auch, besteht komplett aus Einzelteilen, die langsam, aber sicher zusammengesetzt werden. Und dann sieht man hier dann auch noch ein Lenkrad-Dummy, das einfach auch für Referenzen gilt, also bis man eben die ganzen Einzelteile in Form gebracht hat, bis halt dann auch das Gehäuse dazu kommt und das eigentliche Lenkrad auch. Und wenn alles dann zusammengesetzt ist, kann man auch gucken, ob alles zusammenpasst, was es dann hoffentlich auch tut. Und dann gucken wir von außen nochmal die eingefärbten Texturbereiche. Die sind ganz wichtig, um auch das einzelne Material separieren zu können und um Repaints zu machen. Also das ist für euch dann auch wichtig. Ihr bekommt ja eine Vorlage des Busses, um Repaints zu machen, und diese einzelnen Bereiche werden eben aufgeteilt, sodass man ganz einfach jetzt eben die Farben ändern kann, Logos ändern kann, wie auch immer. Und dann eben auch mit der fertigen Textur, wie wir ja schon gesagt haben. Und dann gibt es noch eine sogenannte Kontrolltextur. Die sieht man jetzt, sogenannte Checker Map. Einfach um zu prüfen, ob kein sogenanntes Stretching enthalten ist. Also sprich eine Verzerrung, ob alles wirklich gerade ist. Und wenn nicht, muss man das gegebenenfalls noch anpassen und beheben. Hier sieht man dann jetzt noch den Kofferraum offen, nochmal die Pfade eingeblendet als Referenz. Und die Rücklichter sind jetzt auch texturiert. Und dann hat man einen fertig ausmodellierten Bus. Hier jetzt im Bild auch als Beispiel den Dreiachser. Der wurde letztendlich einfach ein bisschen länger gezogen. Dann wurde der Radkasten breiter gemacht und dann wurden eben hinten statt einer Achse wurden 2 Achsen eingefügt, und fertig ist unser Bus. Zumindest ganz, ganz einfach ausgedrückt. Also wem das jetzt zu schnell war, wie gesagt, guckt im Forum nach, da ist alles ganz genau beschrieben. Und bevor ihr jetzt noch ungeduldiger werdet und hoffentlich nicht abschaltet, gehen wir mal rüber ins Spiel. Und dazu habe ich hier einen Menschen neben mir sitzen, den kennt ihr alle schon. Hi Jill. Hi, servus. Ist mal wieder soweit. Wir fahren heute mal entlang einer Landstraße. Im letzten Video habt ihr gesehen, bin ich von Berlin nach Halle gefahren, über die Autobahn mit einigen Zeitraffern, da die Fahrt natürlich auch ein bisschen geht. Wir sind jetzt kurz vor Bremen. Bremen ist es, genau. Und wir fahren da einfach mal hin. Ich gebe dir mal das Mikrofon, Jill, und dann kannst du auch gerne mal ein bisschen was erzählen. Ja, wie einige vielleicht an Halle bemerkt hatten, das war jetzt nicht ganz originalgetreu nachgebaut. Das basiert quasi noch auf einer der Dummy-Städte, die wir nachgebaut haben. Und da ist eigentlich aber originalsten das ZZB nachgebaut. Und Bremen ist jetzt schon einer der ersten Städte, die wir jetzt originalgetreuer nachgebaut haben. Das heißt, wir bearbeiten die im Laufe der Beta. Wir wollten einfach am Anfang alle 43 Städte haben, damit man die auch anfahren kann. Und es werden die im Laufe der Produktion, im Laufe der finalen Beta, werden die jetzt quasi überarbeitet, damit die dann auch wieder zu erkennen sind. Jo, und jetzt haben wir hier unseren Lions Coach, den ganz regulären, oder? Nicht wahr? Das ist der Zweiachser. Genau. Und wie man schon sehen kann, oben haben wir schon die Anzeige dargestellt. Da steht dann schon Wilhelmshaven, weil wir uns gerade eine Route ausgesucht haben von Bremen nach Wilhelmshaven. Da ist es nur ein also es hat eigentlich keinen Zwischenstopp, nur einen Start und ein Ende. Darum laufen unten drunter nicht die Zwischenziele. Jo, dann würde ich mal sagen, steigen wir an und fahren dann mal ein bisschen über Land. Was wahrscheinlich ein bisschen zäher vonstatten gehen wird, als auf der Autobahn zu fahren. Was man, glaube ich, jetzt sagen muss, das ist der einfache Modus im Spiel. Es gibt einen einfachen Modus und einen realistischen Modus, sage ich mal. Beim einfachen Modus ist es wirklich so, ihr müsst euch einfach hinsetzen, Motor geht an, Tür geht zu, ihr könnt sofort losfahren. Ihr müsst keine Handbremse legen, keinen Gang einlegen, wie auch immer. Das ist halt wirklich der einfache Modus. Man kann es sich aber auch manuell, also nach eigenem Belieben zusammenstellen. Sprich, ich möchte jetzt eine einfache Fahrt, also den einfachen Fahrtmodus haben, möchte aber die Türen selbst steuern oder wie auch immer. Also das kann man machen, wie man will.
Einfach, damit es jetzt einfacher ist für die Aufnahme, machen wir aber mal den einfachen Modus, um das zu demonstrieren. Das letzte Mal im letzten Video hatten wir ja den manuellen. Wer es verpasst hat, gerne nochmal nachgucken. DevDiary 10, Link ist auch in der Beschreibung, beziehungsweise neben diesem Video müsste der bestimmt in den vorgeschlagenen Videos sein. Ja, und wie ihr auch gerade sehen könnt, haben wir jetzt endlich links und rechts Spiegel eingeblendet, anstatt die wirklich physikalisch korrekten Spiegel. Wie ihr oben am Bildschirmrand seht, ist ja bereits ein Spiegel zu sehen. Jetzt haben wir im HUD endlich auch links und rechts unsere Spiegel. Die können wir auch einschalten, hinzuschalten über die Tab-Taste und dann mit der Maustaste an- oder ausklicken, je nachdem, wie ihr das braucht. Der Bus hat insgesamt 5 Spiegel, erstmal abgesehen von dem Innenraumspiegel. Den kann man leider nicht hinzuschalten, den könnt ihr dann über die Kameraperspektive euch angucken. Oh, da ist jemand gekommen. Jo. Ich glaube, das ist Matthias. So, und wie ihr seht, ihr könnt auch das Navi hinzuschalten oder das Hotkey Wheel. Das Hotkey Wheel hat dann später nochmal Funktionen, das ist gerade für Leute, die dann später vielleicht mal mit dem Gamepad spielen wollen oder ausschließlich nur mit einem Lenkrad, das entsprechende Tasten dabei hat. Könnt ihr dann direkt ohne die Tastaturen zu benutzen Funktionen vom Bus aufrufen. Wie zum Beispiel die Türen öffnen, Blinker schalten und so weiter und so weiter. Ja, ist alles auf den Landstraßen relativ idyllisch. Wir haben auch ein paar Dörfer nachgebaut, durch die man durchfahren kann. Hallo Matthias, wer bist du? Hallo, ich bin Matthias. Er steht gerade überhaupt nicht spooky und creepy hinter uns und guckt uns zu. Ja, ach ja, für die es gerade auffällt, rechts in dem Spiegel. Die Spiegel schalten niedrige LOD-Stufen. Das ist einfach da aufgrund dessen, wir haben ja jetzt gerade nicht die superhöchste Detailstufe und dann sind die Spiegel entsprechend, die stellen dann niedriges Bild, niedrige Qualität da. Das heißt, da werden auch LOD-Stufen geschaltet. Das heißt, das Gras kann dann ab und zu mal im Bildschirm, also auf der Straße drauf sein. Wenn man allerdings die Grafikeinstellung auf Epic schaltet, so ist die höchste Grafikeinstellung, dann hat man auch die Originalauflösung in allen Spiegeln. Jo. Und es gibt allerdings keinerlei Performance-Unterschiede, wenn man denselben Spiegel im HUD hat und dann auch noch im Spiel sieht. Also der linke Spiegel zum Beispiel, den haben wir jetzt quasi doppelt, einmal im HUD und einmal physikalisch in der Welt. Der verbraucht dadurch nicht mehr Performance. Das ist aber auch schon wirklich merklich, wenn man alle 5 Spiegel eingeschalten hat, dann auch auf Episch schaltet, also dann fällt die Performance schon um einiges, weil einfach das gesamte Spiel quasi 6-mal, also inklusive des eigentlichen Viewports gerendert wird und das geht schon ganz schön zulasten auf die Grafikkarte und die CPU. Ja, und natürlich das Navi, das haben wir jetzt mal ausgeschaltet als Überlandfahrt, damit ihr mal ein bisschen mehr das Spiel genießen könnt. Ihr seht auch unten rechts jetzt dieser leicht dunkelbläuliche, lilane Bildschirm. Da wird dann später auch in den Armaturen das Navi dargestellt werden. So, jetzt kann man die Kamera ein bisschen, genau, mit rechts können wir mittlerweile auch die Kamera zoomen. Dann könnt ihr dann genau drauf gucken, wenn ihr euch irgendwie orientieren wollt. Chris versucht gerade zu gucken und gleichzeitig zu lenken und kann die Spur nicht mehr so richtig halten. Das sind lahme Tröten vor mir. Ja, ist halt Landstraße, gell? Es ist halt nie besonders schnell. Wir haben auch ab und zu mal, werden die auch zweispurig, die Landstraßen, da kann man dann durchaus mal überholen. Aber hier haben wir jetzt eine sehr lahme Krücke da vorne uns. Das wird dieser gelbe Transporter sein, wahrscheinlich DHL oder dergleichen. Die sind nie besonders schnell. Ja. Ich glaube, wie weit sind wir von Bremen aus gestartet? 3 Minuten Entfernung oder sowas? Ja, 4 Minuten ungefähr. Also da bin ich aber ziemlich schnell gefahren. Also ich denke, wir müssen jetzt in ein paar Minuten da sein. Und dann können wir einerseits mal zum Busbahnhof fahren, beziehungsweise zum Bussteig, wo die Fernbusse halten. Und dann fahren wir mal zum Depot. Und da haben wir auch noch ein schönes Feature drin, das letztendlich das Tor betrifft. Das Tor ist nämlich animiert und öffnet sich dann, wenn der Bus anrollt, also reinfahren oder rausfahren will. Und das sieht ganz gut aus, finde ich.
Ja, das muss man natürlich noch sagen, mal wieder, wir haben einen Maßstab von 1:10, das heißt, wir fahren jetzt ca. 3 bis 4 Minuten. Da haben wir jetzt gleich die Brücke über die Elbe. Oder ist auch Elbe? Ist das die Elbe? Nee, das ist eine Autobahnbrücke, ja. Nee, das ist eine Brücke über einen Fluss, das weiß ich noch ganz genau. Jetzt fragt mich nicht mehr, was für ein Fluss das ist. Wir haben mittlerweile so viele Flüsse gemacht und ich verliere langsam den Überblick. Dürften jetzt also quasi schon bald da sein. Und wenn wir da jetzt reinfahren, auf der rechten Seite müsste das Weserstadion zu erkennen sein. Da rechts haben wir jetzt, rechts und links haben wir den Fluss. Jetzt schlagt mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das dürfte die Elbe sein. Da vorne ist schon die Autobahn zu sehen und die ersten Scheinwerfer vom Weserstadion. Und die sind auch nachts, das Weserstadion haben wir extra nochmal überarbeitet. Das wirft dann auch abends, wirft das entsprechend Licht. Ja, also die Flutscheinwerfer, die beleuchten dann auch das Stadion. Das Stadion selbst ist natürlich dann auch beleuchtet, das kann man dann schön sehen, wenn man an der Autobahn entlang fährt. Der Herr kann sich da vorne überhaupt nicht entscheiden, ob er jetzt links oder rechts fährt. Das war übrigens die Weser. Das war die Weser, das war die Weser. Ist naheliegend beim Weserstadion. Ja, Weserstadion, das könnte ich... Ja, wie gesagt, ich war da oben im Norddeutschland, war ich bisher kaum. Ich kenne mich so in Mitteldeutschland, da kenne ich mich eigentlich am besten aus. Hier sieht man jetzt übrigens ein schönes Phänomen. Stichwort in Entwicklung, Beta, ja, also jetzt kein Stress, aber sollte sich irgendein Auto irgendwie verhängen oder durch einen Unfall oder sowas, ja, dann ploppen die alle irgendwann weg. Und da es jetzt noch ist, dass die KI teilweise nicht so ganz schlüssig ist, wo sie hin will, ploppt sie einfach weg. Und das ist aber besser, als dass sie einfach da stehen bleibt und einen den Weg versperrt. Also das haben wir quasi als Notlösung, haben wir ja schon in bisherigen Produkten gehabt, im CBS München zum Beispiel. Das ist dasselbe Prinzip. Also, ja. Ja, also wie gesagt, merkt ihr ja gerade, das Spiel befindet sich immer noch in der Beta, ist also immer noch in der Entwicklung. Das ist also nicht der finale Stand, wie er zum Release sein wird. Das muss man immer vor Augen führen. Wir machen hier Dev Diaries, Development Diaries. Quasi das Spiel ist in Entwicklung und wenn das Spiel jetzt schon fertig werden wäre, dann würden wir ja quasi jetzt noch 6 Monate irgendwie Zeit absitzen und warten, bis wir das Ganze dann releasen. Macht ja auch keinen Sinn. Ja. Oh, jetzt haben wir es gerade noch. Nein, es war eigentlich Kirschgelb. Es war gelb. Es war Kirschgelb. Es war Kirschgelb. Einen leichten Rottouch gehabt, wunderbar. Trotzdem noch, jetzt sind wir gerade nach Bremen reingefahren und können Bremen natürlich nicht so 1:1 nachbauen, wie das uns möglich wäre in einem Citybus-Simulator. Das muss man sich natürlich vor Augen führen, dass wir hier 43 Städte nachbauen und die können nicht alle in Maßstab 1:1 nachgebaut sein. Da hätten wir wahrscheinlich gar keinen Platz. Dann würde wahrscheinlich Hamburg fast schon Berlin berühren, wenn wir den Maßstab 1:1 wählen würden bei der Größe der Karte, die wir haben. Und wir wollen ja immer noch fahrbare Strecken haben. Jo, da seht ihr auch noch, noch mal ein bisschen Gras auf dem Asphalt. Das muss noch alles noch entfernt werden und so weiter und so weiter. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon im innerstädtischen Verkehr. Haben eine Ampel. Wo muss ich denn lang? Wo du lang musst, wie gesagt, also wir haben ja jetzt gerade Bremen nochmal neu gebaut und es ist natürlich die Stadtführung nicht ganz klar. Wir wollten ja zuerst zum Bahnhof, nicht wahr? Also gerade genau. Erst zum Bussteig. Ich glaube geradeaus und dann die nächste mögliche rechts. Dann machen wir das. Also wir fahren jetzt auch mal ein bisschen blind. Ja? Weil ich habe jetzt Bremen nicht gebaut, das hat Alex nachgebaut. Der würde es wahrscheinlich blind kennen, der würde jetzt sofort wissen, wo man lang muss. Ja, jetzt will er uns die Vorfahrt schnappen, die Sau. Ja. Okay, das war so klar. Danke. Arschgeigen gibt es auch in Bremen. So, wir orientieren uns natürlich jetzt an diesen Markierungen, die wir platziert haben für den Spieler, von wegen, hier sollst du nicht rein. Wohlgemerkt, hier sollst du nicht rein. Es kann durchaus sein, dass ihr später mal im fertigen Spiel Stellen findet, wo ihr an diesen Markierungen vorbeifahren könnt oder dergleichen. Dass dann da kein Level-Art mehr stattfindet, das sollte euch dann hoffentlich bewusst sein. Es ist einfach nicht möglich, die ganze Stadt auszudekorieren und dann zu sagen, da darfst du aber nur 10% davon zu benutzen. Jo, diese Markierung, da haben ja schon einige gesagt, dass ihnen die überhaupt nicht gefallen und wir sollten es ja irgendwie anders lösen. Jetzt die andere Lösung, Level-Art technisch, wäre dann überall Baustellen hinzusetzen. Nun muss man sagen, nicht jede Stadt ist wie Berlin, wo jeden Sommer lauter Baustellen sind. Alternative haben wir jetzt eingebaut, das dürfte in der nächsten Beta-Version für die Beta-Tester auch schon zur Verfügung stellen. Ihr könnt das unter den Spielereinstellungen, könnt ihr sämtliche Markierungen, je nachdem, um was für eine Markierung es sich handelt,
deaktivieren. Das heißt, ihr könnt sagen, ich möchte diese Einbahnstraßenmarkierung hier nicht haben, die stört mich, dann deaktiviert ihr. Ihr sagt, ihr möchtet die Busstop-Markierung nicht haben, dann könnt ihr die auch deaktivieren. Wenn ihr das dann natürlich direkt zum Spielstart macht und also die Strecken jemals einmal gefahren seid und dann nicht wisst, wo ihr lang müsst, also das ist dann leider euer Problem. Wenn ihr allerdings, ich denke mal, wenn ihr die Strecken zigmal gefahren seid und wisst ganz genau, hey, hier steht unten auf dem Asphalt steht Bus, also muss ich hier halten, außerdem stehen da Fahrgäste. So, jetzt will ich mal rechts abbiegen. Jetzt sind wir doch schon wieder an der Nähe vom Depot. Wir fahren jetzt aber trotzdem prinzipiell einfach mal zum Bussteig. So, die Bremer unter euch oder diejenigen, die mal in Bremen haben, dürften es wahrscheinlich spätestens bald jetzt mal wiedererkennen. Natürlich ein paar Teile dieser Stadt sind fiktiv. Wie zum Beispiel die Position dieses Depots. Wir können natürlich nicht die einzige Stelle nachbauen, dieses Depots obendrein bisher ganz genau. Es handelt sich meistens immer um irgendwelche Reisebusunternehmen, die ihr Depot nicht unbedingt immer in denselben Städten haben, wo ihr dann auch startet. So. Chris hält sich hier ganz fleißig an die Verkehrsregeln. Ich wäre schon längst über Rot gefahren. Ja, nachdem, glaube ich, ein paar Leute Angst bekommen haben beim letzten Dev Diary, wie ich da gefahren bin. Ja, unter anderem heute auch Tom. Ja, das klappt nicht so gut. Naja, übrigens für die Leute, die sich jetzt wahrscheinlich alle Haare ausreißen, weil sich der Release verschiebt bis zum August. Wir wissen selbst, dass das nicht so die beste Situation ist, die man haben kann, aber das hat natürlich einen Grund. Wir machen das ja nicht, um euch zu ärgern, sondern wir verfeinern einerseits noch die Spielinhalte und andererseits haben wir noch ein paar extra Features, die wir einbauen wollen, die betreffen das Gameplay und die werden das alles ein bisschen aufregender und naja, so blöd es klingt, nicht so langweilig machen, sodass der Spielspaß jederzeit erhalten bleibt, sodass man wirklich nicht nur von A nach B kommt, aber dazu werden wir dann noch mehr erzählen. Also das hat, wie gesagt, alles seinen Grund. Wir machen das nicht, um euch zu ärgern. So, und jetzt der einfache Modus wieder. Wir sind an unserer Haltestelle angekommen. Ich muss einfach nur stehen bleiben. Die Handbremse geht automatisch rein und die Türen öffnen sich automatisch. Wenn jetzt sind gerade keine Fahrgäste da, das liegt an der aktuellen Testversion, die wir haben. Wenn ich jetzt weiterfahren will, fahre ich einfach los. Die Türen und Luken schließen sich, meine ich. Das ist halt der einfache Modus, ne? So, Jill, jetzt musst du mir sagen, wie ich zum Depot komme. Ich habe nämlich keine Ahnung. Wir fahren jetzt erstmal nochmal gleich links zum Bahnhof und gucken uns nochmal den Bahnhof kurz an und da fahren wir eine Schlaufe. So, für die Bremer unter euch, die wisst wahrscheinlich ganz genau, wir fahren hier gerade entgegen einer Einbahnstraße. Das sind auch so kleine Sachen, die wir natürlich aufgrund dessen, dass es ein Fernbus-Simulator ist und wir komplett Deutschland nachbauen, auch so eine Sache, die ist dann leider hinten runtergefallen. Wir haben leider innerorts eigentlich so gut wie gar keine Einbahnstraßen. Das ist leider auch sowas, mit dem müssen wir auch leben. Das gefällt uns selbst auch nicht immer. Aber mein Gott, wir wollen ja auch irgendwann mal fertig werden und ihr habt ja jetzt auch schon gemerkt, jetzt wird das Spiel sogar nochmal um einen Monat verschoben und da müssen halt dann leider auch Einbahnstraßen anklauben. So, und da hätten wir dann den nachgebauten Bahnhof oder den nachgebauten Bahnhofsplatz. Biegen wir dann gleich wieder rechts ab und fahren einmal eine Schlaufe auf diese Hochstraße, die ihr rechts seht. Da können wir leider nicht drauf fahren, da wird bei uns leider keine Straßenführung drauf zu, da wird aber trotzdem KI-Verkehr langfahren, das ist kein Problem. Wäre schön gewesen für die Aussicht auf jeden Fall, weil man einen schönen Blick hat. Da hat man allerdings, wir haben die Hochstraße in Stuttgart zum Beispiel nachgebaut. Die können wir uns eventuell im Laufe dieses Dev Diaries oder des nächsten auch mal zeigen. Da hat man wirklich einen schönen Blick über die Stadt und kann quasi nochmal ein bisschen in die Tiefe gucken. Das gibt dann immer wieder mal eine andere Perspektive. So, jetzt gleich wieder rechts. Ja, das rechts. Ja. Wild am Gestikulieren hier. Ja, ich werde kein Busfahrer, liebe Leute, also nimmt's mir nicht übel. Jetzt muss man dazu sagen, ich fahre hier jetzt gerade mit einem Thrustmaster Lenkrad. Wer sich daran erinnert, im letzten Video habe ich bei mir zu Hause mit meinem Logitech Momo Force Feedback Lenkrad gespielt und ja, jedes Lenkrad ist natürlich anders, das hier ist jetzt anders eingestellt und da muss man sich natürlich auch ein bisschen dran gewöhnen. Deswegen
nehmt es mir nicht übel, wenn ich irgendeine Kurve zu eng nehme oder sowas. Ach ja, und was nochmal die Schwierigkeitsgrad-Einstellung geht, von einfach und realistisch, dann haben wir noch Benutzer definiert, wo man sich das einstellen kann. Da wird es später auch noch eine Option geben, haben wir geplant, für eine stärkere Bremsleistung. Also wir haben diesen Bussimulator vor Monaten von Busfahrern des ADACs testen lassen und die haben uns gesagt, dass unsere Bremsleistung viel zu stark war. Also haben wir sie reduziert. So, jetzt gleich wieder rechts und dann bist du gleich, also rechts und dann nochmal rechts, ab ins Depot. Dann geht das Tor automatisch auf und dann kannst du halten in deinem Depot bzw. an der Garage. Ja, wie gesagt, testen lassen von Busfahrern des ADAC und die haben uns gesagt, wir müssen auf jeden Fall die Bremsleistung reduzieren, weil der Brems wie quasi ist angefahren wie ein Formel-1-Wagen, hat gebremst wie ein Formel-1-Wagen, war deren Aussage. Das ist quasi O-Ton. Und ja, jetzt geht das Tor langsam auf, da fehlt dann noch der übliche Piepton. Jo. Und, ach ja, worauf ich hinaus wollte. Und zwar bei benutzerdefinierten Einstellungen kann man dann auch einstellen. Ja, das ist wie gesagt Beta live. Das Schiebetor drückt den Bus weg. Yep, awesome. Ja, das hatte aber Alex auch schon bemerkt. Das hat er mir heute Morgen gesagt. Wenn du drin stehen bleibst, dann geht das Tor wieder zu und schiebt den Bus weg. Ja, das werden wir dann auch zum Release gefixt haben, denke ich mal. Insofern, glaube ich, belassen wir das mal jetzt für diese Debakel. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Uns ist wichtig, dass ihr einfach seht, wie ist der Stand des Spiels. Ja? Developer Diaries, Entwickler, Tagebuch, sozusagen monatliches Tagebuch, ist gerade eigentlich im Widerspruch. Aber ihr wisst, was ich meine und deswegen zeigen wir auch die lustigen Stellen im Spiel. Auch wenn die, wenn das Spiel rauskommt, leider weg sein werden und wegfallen werden. Aber sagt uns trotzdem, was ihr denkt. Wir sind sehr froh über die zahlreichen Kommentare, die wir immer bekommen, die durchaus positiv auffallen, aber auch die Kritik nehmen wir uns sehr zu Herzen, auch von unseren Beta-Testern, aber auch von euch Zuschauern. Also nur zu, wir freuen uns drauf. Und beim nächsten Dev Diary, das kann ich ja jetzt schon mal ankündigen, werden wir auf jeden Fall was vom Neoplan Skyliner zeigen. Und wir kommen näher zum Release auf jeden Fall und umso mehr exklusives Material und exklusive Informationen wird es geben. Also seid gespannt, freut euch drauf. Bis dahin wieder in einem Monat. Tschüss und auf Wiedersehen.